Dieses Video ist monetarisiert. Die Werbeeinnahmen spenden wir an die Leave No One Behind Kampagne, die aktuell gemeinsam mit UkrainerInnen ermitteln, wo Spenden in der Ukraine oder auf den aktuellen Fluchtrouten am effektivsten eingesetzt werden können. Außerdem wollen wir eine Triggerwarnung aussprechen, da gerade zum Ende des Videos explizit Erfahrungen der Flucht und des Krieges geschildert werden. Wir weisen darauf vorher noch einmal hin. Okay, es ist Krieg in Europa. Ein Grauen, das mitnimmt und vor allem wahnsinnig unfair ist. Ich beobachte die Lage in der Ukraine, wie wahrscheinlich viele von euch, täglich. Und das Gefühl, weitestgehend machtlos zu sein, ist wirklich lähmend. Wir wollten schon vor einem Monat mit der zweiten Staffel von Heimat online gehen, aber konnten und wollten nicht. Ein Neustart und die Darstellung von Leichtigkeit und Freude, während wir uns eigentlich gar nicht so fühlen, darauf habe ich keine Lust. Ich habe vielmehr überlegt, wie ich mit meiner Reichweite und vor allem meinen Fähigkeiten einen Beitrag leisten kann. Was ich wusste, war, dass aktuell unzählig viele UkrainerInnen in Berlin ankommen und sich zusätzlich zu einem Krieg zu Hause wahrscheinlich auch noch verloren und alleine fühlen. In meiner Stadt. Da habe ich mir überlegt, das zu machen, was ich am besten kann. Menschen zusammenzuführen, Fremde zu Freunden zu machen und allen eine gute Zeit zu bereiten. Die besten Voraussetzungen für unsere Idee, UkrainerInnen in unserem Alter hier in Berlin willkommen zu heißen. Willkommen heißen heißt wohlfühlen lassen, das Gefühl zu vermitteln, dass man erwünscht ist, sich Zeit zu nehmen, zuzuhören und sich auf sein Gegenüber einzulassen, wie bei jeder anderen gut gemeinten Begegnung auch. Und in unserem Falle mit unseren Gästen, auch wenn die Welt für sie seit einigen Wochen zum Albtraum geworden ist, eine Menge Spaß zu haben. Vlada, Katharina, Dima, Alisa, Anja, Dasha, Pauline und Vika sind alle in den vergangenen Wochen aus der Ukraine nach Berlin geflüchtet und wir haben sie vor allem über Instagram und Tinder gefunden. Wir hatten eine kleine Einladung auf Ukrainisch, Englisch und Deutsch fertig gemacht und uns 3 Tage später bei uns in der Wohnung getroffen. Um den gemeinsamen Tag mit ein paar Aktivitäten zu füllen, habe ich die Tage zuvor etlich viele Memos und Mails verschickt, um uns eine private Stadtrundfahrt, ein traditionelles Schnitzel und zum Abschluss 1 bis 6 Drinks in meiner Lieblingsbar, die wir ganz für uns alleine hatten, zu organisieren. Bevor wir aber reinstarten, hier ein paar wichtige Fakten. Krieg ist ein Verbrechen und die Flucht vor ihm extrem nervenzehrend und anstrengend. Aktuell sind Millionen von UkrainerInnen auf der Flucht und wir haben ein paar Wege, wie man ihnen helfen kann, von denen ich ein paar vorstellen will. Nummer 1. Geflüchtete aufnehmen und Wohnraum anbieten. Geflüchtete aufzunehmen ist nicht immer nur einfach, kann aber extrem viel zurückgeben. Ich habe euch einen Link in die Beschreibung gepackt, wo ihr euch anmelden könnt und angeben könnt, wie quasi eure Kriterien sind und wie viel Raum ihr zur Verfügung habt. Nummer 2. Anderweitig engagieren. Es gibt auch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man unterstützen kann, mit einem Führerschein, wenn man Geflüchtete bei Behördengängen unterstützen will und so weiter. Guckt euch den Link mal an, ihr könnt da frei eintragen, was ihr gerne beitragen möchtet. Nummer 3. An Bahnhöfen unterstützen. Ein Großteil der Geflüchteten kommt aktuell mit Bus oder Bahn aus der Ukraine an. Und vor Ort in ganz vielen Städten haben sich freiwillige Strukturen entwickelt, wo Geflüchtete empfangen werden, wo sie informiert werden, wo sie mit Essen versorgt werden, auf Unterkünfte aufgeteilt werden. Dort kann man teils einfach unterstützen, indem man vor Ort hingeht, guckt, wo wird Hilfe gebraucht und sich in Schichten einträgt. Nummer 4. Geld und Sachspenden. Der Klassiker. Ich habe euch ein paar Links in die Beschreibung getan, die ich selber als wertvoll empfinde und wo ihr auch schon mit kleinsten Sachen unterstützen könnt. Und Nummer 5. Interaktion. Digital wie analog. Seid nicht scheu und schreibt oder sprecht Leute an, ob ihr ihnen vielleicht mal die Stadt zeigen sollt oder ob sie anderweitig Unterstützung brauchen. Probiert das gerne aus, aber seid natürlich sehr achtsam und guckt, ob die Leute die Kapazitäten und den Raum dafür haben oder ob sie nicht einfach nur höflich sein wollen. Ein Nein, und das wisst ihr natürlich, bedeutet immer in jedem Kontext ein Nein. Ich will euch außerdem noch ein paar Quellen an die Hand geben, die ich in letzter Zeit als sehr wertvoll empfunden habe. Ich blende die euch hier ein. Das sind teils deutsche Nachrichtenmagazine, teils welche, die ukrainisch betrieben werden und unter anderem auch Anastasia. Sie ist Russin und Russland-Expertin. Ich habe sie sehr verfolgt in letzter Zeit und finde ihre Meinung sehr spannend. Ich werde heute um 18 Uhr am Tag dieses Uploads ein Live-Interview auf meinem Instagram-Kanal führen, wo ich Fragen stelle, die mich selber gerade beschäftigen und ihr natürlich auch gerne live zuschalten könnt und Fragen stellen könnt. Jetzt weiter mit dem Video. You're working in a film production, right? Yeah, I was working with a German production because there was co-production with Ukrainians and Germans. The words that all Germans knew by the end of the shooting day, because we were shooting in the railway station, they knew "Szanowni pasażery." It's like "Dear passengers." Szanowni pasażery. Der Dude hier am Mikro ist Tommy und hier seht ihr Lauren. Warum die beiden dabei sind, erzähle ich wann anders. Achso, ja, und das sind Lina und Jakob, Teil vom neuen Heimat Produktionsteam hinter der Kamera. Welcome to Berlin. We are visiting the hotspots of the scene of Berlin. First spot you really need to know is just on your left. I worked here for about 1 year. It's really typical if you get out, you smell crack. Crack has a very special smell, it's death, and you get used to it, and then you get to love this place. You have to say you can eat here very well. The Görlitzer Park really could be a very nice spot. It's just but it's not. Could be. Okay.
Okay. So Berlin is shit. Look at it, look, wow. What a hell of a game, isn't it? And there's the fancy tower. Some people say TV tower, like Fernsehen. Fernsehen means actually watching TV, which is wrong. You said Fernseher tower. It's Fernseh. You can see wide far. Yeah, Wege, Länder. A lot of clubs there, a lot of drugs. But it's like a secret area where you can secretly take drugs publicly. Let's take a Angekommen in Friedrichshain haben wir unseren Freunden vom Secondhand-Store Soul & Style einen kleinen Besuch abgestattet, die so süß waren, uns umsonst ein paar Pieces abgreifen zu lassen. You can't find anything that fits your style over here, no? No, There are also like a lot of... No, please not. Everything looks like a bag for me. Weiter ging es dann zur absurdesten Einladung, die wir nicht ablehnen konnten, ein Besuch bei Björn im bayerischen Hofbräuhaus am Alex. Welcome to Germany! Cheers! Warum machen wir das eigentlich? Jetzt verarschen uns nur selber. Und los. This has nothing to do with Berlin at all. Nobody else from us was here before. I'm fucking drunk. But like Hier ist jetzt endlich auch Nana zu uns gestoßen, eine Freundin von mir, die ich seit der Schule kenne. Also Nana, du bist halb Russin und halb Ukrainerin? Genau. Wer ist denn Ukrainer bei dir? Mein Papa. Aber du bist in Berlin geboren eigentlich? Nee, in St. Petersburg. Ah. Aber mein Vater ist auch aus der Ukraine nach St. Petersburg gegangen und hat da meine Mutter kennengelernt. Was halten deine Eltern jetzt gerade von allem so? Katastrophe natürlich, absoluter, also das die Welt mit Sprachlosigkeit, einfach Sprachlosigkeit. Das ist verrückt. Also wir sind Brüder und Schwestern. Ja. Und was dieser Mann macht, ich will nicht mal sagen, nach Voldemort, ich will und das unaussprechlich, ich will nicht mal seinen Namen nennen. Ja. Was dieser Hurensohn macht, wirklich so wow einfach. Und ja, Ukrainer sind Ukrainer und Russen sind Russen. Natürlich, wir sind zwei verschiedene Völker, aber wir sind trotzdem eins, you know? Natürlich sind wir auch auf der Welt alle eins, klar. Aber wenn wir jetzt konkret auf diese zwei Länder gucken, was geht ab? You know, in Berlin, 8th of March, Women's Day, is celebrated since 2 years. The Germans, they just get to know to the culture of celebrating women, yeah? We know that already since our birth and our mama's birth and our grandma's birth. Because in Russian-speaking culture, 8th of March is a really big day, big day. Every woman gets something. It's totally standard. Honestly, in every hair salon, they can get you champagne while you're dying. Nice. Wow. In Kyiv was so high service, really, I was so impressed. And in Berlin, like, yeah, what you want? Okay. Wow, alright. Sorry for being here and spending money and paying your fucking rent, but okay, never mind. Russische Männer verbieten uns immer, also russischsprachige Männer verbieten uns immer zu pupsen. Väter, Brüder, Nachbarn. Vor allem unsere Väter, darum geht's eigentlich. Und vor unseren Vätern können wir doch pupsen, die haben uns auch den Arsch abgewischt, als wir klein waren. Wo ist das Problem? Mein Vater sagt bis heute, wenn ich vor ihm pupse, das machen Frauen nicht. Doch, Bro, Frauen pupsen. Einfach zu Papa Bro sagen. Toll. Normal. Also kann ich jetzt einfach auf Deutsch mit dir reden und du verstehst mich? Okay. Ich komme aus der Ukraine, aus den 90. Wow. Okay, die waren so, ey, bring mir das Wichtigste bei, was du in Berlin kennen musst, dann habe ich dir das beigebracht. Kannst du mich aus die Gästeliste schreiben? Kannst du mich aus die Gästeliste schreiben? Bisschen angesoffen ging es in die Tram und wir folgten dem Ruf von Claudius, dem Chef von der 100-Gramm-Bar am Rosi, die uns zusammen mit Bacardi zu sich eingeladen haben. Nils, ja? I know, we are a little bit drunk already, but we have to be secure. Und jetzt das Ding knallt sich so um. Ah, hi. Hi, Dasha. Nice to meet you. Cheers, Emil, euch auch. Cheers. Und das war es dann auch schon fast mit dem Tag. Wie ich das beurteilen kann, war es ein wirklich schöner. Ich hatte das Gefühl, dass wir in super kurzer Zeit eine echt liebevolle Umgebung schaffen konnten und unseren Gästen eine schöne Zeit
Zeit bereitet haben. Doch hier soll es noch nicht ganz aufhören. Ich will nächste Woche als Teil der Willkommenskampagne ein Daytime-Event organisieren, an dem sich UkrainerInnen vernetzen können. Dort sollen MusikerInnen aus der Ukraine auftreten und es soll Redebeiträge geben. Für diese Veranstaltung fehlt uns noch eine Location in Berlin, in dem wir das Ganze stattfinden lassen können. Künstlerinnen aus der Ukraine, die spielen könnten, und ein Finanzier, der oder die Lust hat, das Ganze mit finanziellen Mitteln zu unterstützen, um die Kosten, die bei diesem Event anfallen, zu decken. Wenn ihr also mit einer von den Sachen helfen wollt, schreibt uns gerne unter lina@ynils.de. Abschließend zu diesem Video hatten die UkrainerInnen und ich uns überlegt, auch öffentlich über die Flucht zu sprechen und wie die Situation gerade für sie ist. Ein Eindruck, der, so schön der Tag auch gewesen sein mag, zeigen soll, dass die Realität leider schrecklich bleibt und uns allen eins ganz klar sein muss: Dieser Krieg tötet und muss so schnell wie möglich enden. First of all, welcome to Berlin. I study feature film directing. It is actually the most popular university to study cinema in whole Ukraine, and I also didn't finish my studying because it's like 2 months left. It's 2 months left. Yeah. No. Did you expect the war? Yeah, we thought about it, but we didn't expect it. I also was talking to my mother like the day before. Everything is going crazy. Like we have to have some plan, and she was like, "No, it's not gonna happen. Like it's an informational war, and whatever. It's not gonna be like a real invasion of Ukraine with all of the bombs and rockets and whatever." And I was like, I'm gonna make a plan by myself because I'm really worried. And literally I went to sleep, and we woke up to the explosions, and I was waking her up and saying like, the stuff is happening. And she was like, no, I don't believe you. My dad told me they will never like bomb Kyiv and stuff. Why? Yeah. Maybe they will start in the east, but they will not bomb Kyiv. Like not Kyiv. Donetsk, Lugansk, but not Kyiv. And I understood that it's a war because when I woke up because of the shots, I just took my phone and I read one line that Putin announced war to Ukraine. And I didn't have a feeling that it's not real. I had operation. It's not a war. No, it's not a war. It's like a special operation in Ukraine. The denazification. It's not a denazification. They just killed Ukrainian people. I had like 2 hours of sleep, and my sister woke up me telling me like the war has started, and I was like, what? Like, what is going on? And she was like, the war has started. What do you mean? And she was like, they're bombing Kyiv as well. I was in my apartment, and I decided it's more safety to stay in my apartment to go to some shelter, because if I want to go to some shelter, it takes like 10 minutes to go there, and if it's a rocket attack, I can be killed. And I decided to stay in my apartment. I was trying to sleep, and I was crying because it can be like my last night, and it was the kind of the most scariest thing in my life. My parents told me like, we need to keep you alive and healthy because you're the future of this country. You will, raise the new generation of Ukrainians, so we want you to be safe. And I remember the moment that on the day I was leaving, that was the first day when there was a news that Russians were shooting civilians' car. That day, I truly understood what it is like to be afraid of death. When I sat on the car, the man who was riding me to the border said, "Do you know how to put down the seat?" And they said, if they start shooting, just put down the seat. And so yeah, but likely I managed to make it safe to Moldova. And then I met my parents, and then we decided that it would be better to separate. So they stayed in Moldova, and I went to Berlin because I still need to continue my, life and career path here, so I could support my country in any possible ways. So your mom and your siblings are in Poland, and your family is in Kyiv still? All of my family is in Kyiv here, and I'm constantly in contact with them, asking if everything is okay. So the first thing you do when you wake up, even in Berlin, is you check on your relatives to be okay. It's like my aunt got killed by he went to the shop to buy some food and water, and he got a piece of the rocket to his head, and he didn't survive. And my
stepbrother. He's originally from Verdansk. It's next to my city. 2 years ago, I talked to him, and he said, "Oh, I will go to the army, to the Mariupol. It's like now it's like the hottest place in Ukraine. It's like the hell. The genocide is happening. Yeah, and we had news from my grandmother, and she said like my stepbrother got pieces of rocket, I guess, to his leg, hand, and eye, and he's like in hospital right now. But we still have no news about like if he's alive or not. So it's just so fucked up. We will remember it forever. If the war will end, when the war will end, we will not forget about it. Yeah. We just can't do it. There is no words in the universe to describe what it is. That is more than a crime. What I feel from Ukrainian people now is love and support, because we give to each other everything we have. Maybe it's like a little example, but when we're going in the train with Anya and my mom and my sister. Anya was sharing everything like she have from food with like my sister, and you don't feel like less safe if you help others. You feel stronger. I passed through the phase of guilt, like being in a safe place. It's not like you don't care about it. You still care, of course, but you just have to go on. Yeah, I think so. I have the same opinion as you. Thank you for sharing. Yeah, thank you. Das alles waren Worte, die im Kopf bleiben und für die wir sehr dankbar sind. In der Beschreibung findet ihr alle erwähnten Links, über die ihr die Ukraine und ihre Bürgerinnen und Bürger unterstützen könnt. Das war's mit diesem Video. Unser Dank gilt allen, die hier mitgewirkt haben.